Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und es gibt erfreuliche Neuigkeiten. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon bereits gelesen. Ja, wir haben den nächsten Dungeon-Boss besiegt. Ja, und ich hatte es schon gecallt gehabt, es wird wahrscheinlich der nächste Gegner sein. Es war der Battle Mage, der uns als nächster Gegner bevorstand, nachdem wir den letzten Gegner besiegt haben, wo uns der Kampf nicht angezeigt worden ist. Ja, und wir haben diese schöne Rüstung hier bekommen. Den Kampf haben wir diesmal sogar gespeichert gehabt, ja. Also diesmal hatte das Ganze funktioniert. Im Free Try hatte ich ihn natürlich wieder eliminiert gehabt und das gucken wir uns natürlich gleich an, das ganze Spektakel. So, die Post blinkt, da werde ich mir gleich mal reinschauen hier. Und Herrscher der 9 ist auf jeden Fall der Gegner, den wir hier zur Strecke gebracht haben, ja. Und auf jeden Fall ziemlich nice. Es ist ja der Battle Mage gewesen. Ein paar hatten geschrieben gehabt, irgendwas mit Battle Mage, irgendwie, ob ich mir da sicher bin, ob das die stärkste Klasse ist, irgendwie so. Also ich hatte das ja so gemeint gehabt, dass ich gegen den Battle Mage hier ganz gute Karten habe, weil ich ja zwei Mages habe, die ja im Prinzip den Battle Mage kontern mit ihrer Fähigkeit. Oder ja, der Feuerball wird halt abgewehrt, ihr seht es halt hier, ne? Und ja, ich hau hier richtig fette, nice Crits raus, ja. Also meine Begleiter haben hier nicht so viel geregelt gehabt, aber ich hatte den dann zum Schluss richtig gut einen rein gejagt, den Gegner hier. Und ja, wie gesagt, der Battle Mage ist einer der stärksten Klassen im Late Game, dabei bleibe ich neben den Krieger auf jeden Fall sehr, sehr effektiv, aber wie gesagt, gegen den Magier, der Magier ist halt die direkte Konterklasse gegen den Mage, so, weil der Battle Mage halt, wie gesagt, gegen den Magier nicht sein volles Potenzial entfalten kann und das ist halt sein Feuerball, ne? So, jetzt guckt euch das hier an. Dazu hauen wir den ersten Crit raus, hauen wir den zweiten Crit raus und dann hauen wir noch einen richtig fetten Crit zum Schluss nochmal raus und bekommen hier diese geile Kriegerrüstung. Ja, also wie gesagt, also ich bin halt auch Fan vom Battle Mage, aber ja, im Late Game könnte es trotzdem sein, dass der Battle Mage, also natürlich, ne, also wenn man jetzt wenn man jetzt zwei komplett gleiche starke Charaktere, den Battle Mage und den Mage gegeneinander fighten lässt, dann ist der Battle Mage natürlich trotzdem, kann er trotzdem gewinnen, so, ne, also das ist natürlich ganz klar, das will ich gar nicht verneinen, ne, aber ja, es ist auf jeden Fall, oha, Alter, warum haben wir das Ding denn 7-mal verbessert, Alter? Das muss ja irgendeine Robe sein, die vorher mein Mage hatte, auf jeden Fall. Ja gut, dann werden wir das trotzdem mal austauschen. So, dann kriegst du hier einen Stein rein. Welchen weiß ich noch nicht ganz genau. Komm, kriegst mal den hier. So. Und ja, das Ding hier, das hatte ich übrigens, nicht wundern, das hatte ich in der Quest gefunden gehabt, ganz zufällig, ja. Also ganz zufällig, ohne irgendwas, einfach so gefunden. So, ist die Frage, wie oft verbessern wir das? Verbessern wir es 6-mal, dann haben wir 30.000, dann würden wir sogar noch ein paar Kristalle zurückkriegen. Minus 69. Wir verbessern das erstmal 6-mal, das Item. So, dann ist es auf 174 das Ganze und ja, das, was wir hier haben, ist auf 191. Wir würden aber sogar noch Plus machen von den Stats alleine her, ja, obwohl es nur 6-mal verbessert ist und nicht 7-mal. Und ich sehe auch gerade, die Rune ist halt auch deutlich stärker als die wir vorher drauf hatten. Und wenn wir das jetzt einfach so zerlegen hier, das machen wir jetzt mal, dann haben wir jetzt, glaube ich, so um die 10.000 Kristalle plus gemacht, haben ein Upgrade auf den Bertram, ein kleines. Ich könnte das Ding jetzt noch einmal verbessern, aber wozu? Der Bertram ist jetzt sowieso nicht so ausschlaggebend. Und deswegen spare ich mir die Kristalle lieber für mein Main an, dass ich die da dann noch weiter investiere. Und ja, der Bertram hat halt trotzdem ein Upgrade gemacht, so, ne? So, ich zeige euch mal den Gegner. Warte mal, bevor ich den euch zeige, den nächsten Gegner, gehen wir noch mal hier ein bisschen rein. So, Schauran Schlund ist jetzt der nächste, Stufe 660 mittlerweile angelangt, ja. 2,1 Milliarden Leben hat der Gutste hier. Und
verdammt hohe Werte auf jeden Fall. Also Ausdauerwert, da kann man sich eher weniger beschweren auf jeden Fall. Das ist krass, was er uns hier zu bieten hat. Und der One-Crittet sogar mein Mage. Also das ist halt noch heftiger, das Ganze. Dass der trotzdem so viel Schaden austeilt, obwohl der so viel Leben hat. Das ist schon ein bisschen frech auf jeden Fall. Alter, auch weggekrittet. Junge, aber mich hat er nicht weggekrittet. Also einen normalen Hit würden wir wahrscheinlich sogar überleben. Mal gucken, vielleicht mal einen normalen Hit. Nee, ja. Okay, hier macht er wirklich nicht sehr viel Schaden. Also, ja, die Kunigunde könnte sogar ein paar mehr Hits überleben. Ja, aber man sieht halt mit normalen Hits auf die Fresse, ja, ist der vielleicht auch möglich, aber ich denke mal, den werde ich jetzt nicht mehr angreifen. Davor fällt dann doch eher, ich weiß nicht, die Medusa? Ich meine, gut, die hat 5,2 Milliarden Leben, das ist noch heftiger, aber die teilt halt deutlich weniger Schaden aus. Also die könnten wir probieren. Das niedliche Schoßtier könnte man auf jeden Fall auch ausprobieren. Die nordischen, Midgard-Schlange ist, glaube ich, nee, ich glaube nicht. Also, ja, Zauberschule oder vielleicht doch irgendwie dann doch hier der YouTuber-Dungeon. Aber hier, ja, weiß ich nicht, bin ich mir halt noch unsicher. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, weil ich hier noch immer diese Damage-Waffe habe, aber ohne Rune drauf nützt mir das halt auch nicht so viel, gefühlt irgendwie so, ne? Hätte die bloß eine Rune, dann wäre alles tutti frutti, aber leider, ja, kann man nicht alles haben und ich weiß halt nicht, was besser ist. Meine normale 3-Stat-Waffe, die halt, ja, ein bisschen weniger Schaden insgesamt hat, so, aber die hat halt eine Rune drauf. Aber hat halt nicht so viel In-Schaden. Oder halt, ja, ja, das Ding hier ohne Rune. Also mir fehlen halt 28% Schaden bei der Waffe hier so, ne? Die macht halt deutlich mehr Schaden, weil die halt Intelligenz pur ist. Hat rechts raus eine höhere Spanne. Aber es sind halt minus 28 Schaden weniger, weil ich halt hier 28% Blitzschaden drauf habe. Ich würde fast sagen, die würde sogar noch ein bisschen mehr Schaden machen. Wo ich denke mal schon. Ja, wenn man das jetzt so sieht, auf den Durchschnittsschaden 28% mehr drauf als hier drauf ist, glaube ich, höher im Vergleich. Oder wir können uns ja nochmal einen Versuch anschauen. Mal gucken, was wir so an Damage hier mit raushauen. Okay, da haben wir einen Crit gemacht. Gucken wir mal. Crit ist halt auch immer ziemlich schwierig zu beurteilen. Als Magier sowieso. Ja gut, das kann man halt überhaupt nicht nachvollziehen, das Ganze hier. Haben wir wieder einen Crit gemacht. 300, was war es? 308, irgendwas in der 60, 300, keine Ahnung. Schwierig zu sagen auf jeden Fall. Es ist schwierig zu sagen, was da besser ist. Ja, ich wünschte mir bloß, dass ich eine Damage-Waffe hätte mit einer Rune drauf. Aber das ist ziemlich unlucky. Und ich habe auch keine Lust, muss ich ehrlich sagen, das hatte ich euch auch schon öfter gesagt, großartig dafür noch im Shop zu blättern. Dann sage ich mir so lieber, ja komm, lass die Zeit alle Wunden heilen und ja, dann gucken wir, ob wir den eines Tages besiegen können, den YouTuber-Gegner. Also klar, natürlich ist der schon mehr als legbar, vor allen Dingen auf meinem Level. Aber es ist halt wirklich schwierig, muss ich sagen, weil man dafür halt ja, sehr gutes Equipment braucht und vor allen Dingen halt auch sehr gute Stats. Und ich habe beides nicht wirklich. Ja, also von daher, ja, es ist halt ein bisschen, müssen wir halt noch ein bisschen abwarten. Hallo? So, gut. Und genauso müssen wir abwarten, dass wir mal bei der Hexe hier irgendwann Handschuhe bekommen. Ich habe bald 2 komplette Touren, Felder voll mit Handschuhen hier. Das ist auch ziemlich gut auf jeden Fall. Hoffen wir bald, dass das Ganze hier rankommt. Die meisten sind sogar 2,5 Millionen. Ja, ich glaube, ein paar 2 sind auch mit dabei, aber ich glaube, das meiste sind 2,5. Also das würde sich auf jeden Fall auch schon lohnen. Und so, kann ich damit irgendwas anfangen? Warte mal, das ist ja der Ring, den ich aus einer Quest bekommen habe.
plus 22 Stats ist da auch schon wieder drin. Müsste ich die Rune noch tauschen. Widerstand gegen alles 13%, ist zwar auch gut, ne? Aber ich hatte halt hier noch dieses eine komische Item hier noch, bevor das irgendwie gefixt worden ist oder angepasst. Plus 22, lohnt sich das schon? Also sind halt wieder 15 für den Sockel. Runentausch sind auch 20 Pilze, ne? Digga, das sind so viele Pilze, die man investieren muss für... Nee. Das ist nicht worth. Das ist nicht worth auf jeden Fall. Da nehmen wir doch lieber das Item hier. Mal gucken, ich will das mal durch die Toilette spülen. Wir achten mal auf die Kristalle, ob wir jetzt viel verlieren hier, weil manchmal ist es auch so, dass man ein paar Kristalle mehr bekommt tatsächlich, aber meistens verliert man das meiste. 2168, lohnt sich das? Oha, okay, ich bekomme sogar mehr Kristalle. Also ich weiß nicht genau, wonach sich das da genau richtet. Ich glaube, bei alle Attribute, die kann man ruhig durch die Toilette spülen, weil alle Attribute haben generell weniger Kristallwert. Aber das hat sich jetzt an der Stelle wirklich gelohnt gehabt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Gegenstand zerlegen. Ja, alle Attribute braucht sowieso keiner. Nice. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Profit gemacht. Kristalle plus und wir haben den Füllstand der Toilette sogar noch um 50 gefüllt. Das ist natürlich sehr cool. Ja, also es lohnt sich auch, die vorher in die Toilette zu schmeißen, weil ich hatte ja mal gedacht so, die Items verlieren an Wert, wenn man die durch die Toilette spült, aber bei manchen gewinnt man wohl halt auch ein bisschen. Oha, das habe ich schon durch die Toilette gespült. Aber ja, das braucht halt auch keiner, deswegen können wir das auch zerlegen. Ja, wir werden mal drauf achten beim nächsten Tag. Ich glaube, bei Dreier-Attribute, wenn man die durch die Toilette spült, verlieren die ein bisschen an Wert. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Bei alle Attribute, die haben ja generell halt, wie gesagt, ein bisschen weniger Kristallwert. Wenn man die durch die Toilette spült, vielleicht gewinnen die an Wert. Ich weiß nicht, ob das so 100% true ist. Kann ich euch nicht versichern. Aber ja, ihr habt es ja gesehen. Man kann da auf jeden Fall ein bisschen Glück haben mit den Items, ja, wenn man die durch die Toilette spült, dass die dann mehr Wert haben von den Kristallen her. Gut, das soll es für heute soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.